Rothenklempnow ist in the middle of nowhere im tiefsten Nordosten Deutschlands. Ein kleines Dorf mit so 230 Seelen. Das Zusammenwirken von Alteingesessenen, Zugezogenen, den Neuankömmlingen, das macht Rothenklempnow schon besonders. Ich glaube, das, was uns einfach allen klar sein muss, die Transformation Richtung Klimazielerreichung ist einfach viel zu langsam. Da kam hier speziell in Rothenklempnow die Idee zu sagen, wir brauchen einen neuen Raum, wo Menschen einfach Zeit bekommen, um sich mit den einzelnen Herausforderungen zu beschäftigen. Und demnach ist das Pilotprojekt hier so gestaltet, dass man möglichst dann aber auch eingebunden in den Ort mit den Menschen hier vor Ort versucht, nicht die Lösung für die Welt, sondern für hier Rothenklempnow, für den Hof oder für die Gemeinde ein Stück weit weiterzubringen. Ich setze mich hier mit dem Thema des ökologischen Bauens auseinander und da mir das halt auch sehr wichtig war, dass wir irgendwie was Praktisches machen können, habe ich halt eben vorgeschlagen, dass wir auch wirklich was bauen. Das wird ein Strohballenbau werden mit sehr viel ökologischen Materialien. Die Bauweise, die jetzt gerade so im Mainstream verwendet wird, die ist halt nicht nur mega klimaschädlich, sondern produziert auch mega viel Müll. Wir haben genug junge Menschen, die gerade von den Unis kommen oder schon Berufserfahrung haben, die motiviert sind, wirklich auch für die Restauration der Ökosysteme anzupacken und praxisorientierte Lösungen zu produzieren. Ich beschäftige mich mit alten Getreidesorten und damit, was für Potenziale alte Getreidesorten haben könnten im Anbau, weil wir in den letzten Jahrzehnten in Deutschland über 75% von unserer Sortenvielfalt verloren haben. Und ich das Gefühl habe, das Thema ist viel zu wenig bekannt und auch die Problematik dahinter, weil wir brauchen halt eine Vielzahl an genetischen Ressourcen. Es reicht halt nicht, diese Sorten in Genbanken zu erhalten, sondern man muss sie aktiv in den Landschaften erhalten, damit so das Wissen um den Anbau nicht verloren geht und sich aber auch die Sorten im Ökosystem weiter anpassen können. Ich bin hier für den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung zuständig. Ich denke halt, Bildung ist definitiv ein Schlüsselfaktor, der notwendig ist, um zukünftige Generationen dazu zu befähigen, nachhaltig zu denken und anders zu denken. Weil die Zukunft wird von den Leuten bestimmen, deren Zukunft das ist. In dem Fall die Kinder und Jugendlichen von heute. Wir sind dankbar über jedes neue Gesicht, weil man darf nicht nur stehen bleiben, man muss immer vorwärts gehen. Ne? Und das ist auch immer so die Geschichte, weswegen wir diese Residenzen und auch unsere Entwicklungen im Prinzip gestartet haben als Projekte, ne? Und auch Pilotprojekte. Und deswegen ist das für uns verdammt wichtig, auch in Zukunft. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken für eine weitere Entwicklung, können wir, denke ich, jetzt schon sagen, dass ein halbes Jahr besser ein ganzes Jahr sein könnte. Auch von den Teilnehmern heraus. Alle drei bleiben jetzt in welcher Form auch immer auch länger, was sehr positiv ist. Es braucht Beispiele. Es braucht Beispiele, wo Menschen einfach sich ein gutes Leben im ländlichen Raum machen. Zumindest haben wir das so erfahren. Junge Leute, die sagen, Mensch, ist das cool. Ich kann ja hier bleiben.